aufgehoben wird mit dem Kreuz, they're also singing the Hallel. dann singen sie zu der Zeit das Hallel. So what are the words they're singing while he has been lifted up from the earth? Zu der Zeit, während sie singen, er wird von der Erde erhoben werden. Go ahead. Psalm 118, 15 bis 16. Jahwe ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte von Jahwe behält den Sieg. Die Rechte von Jahwe ist erhöht. Die Rechte von Jahwe behält den Sieg. This is what Yeshua is hearing. Das ist, was Jeschua hört. God is amazing. Gott ist wirklich erstaunlich. Do you remember how the priest did not like the sign, what was said on the cross? Und könnt ihr euch daran erinnern, dass die Hohepriester und die Priester wirklich sauer waren über das Schild, was sie über Jesus angebracht haben, mit der Aussage. And they said, change it, change it. Und gesagt, das müsst ihr ändern, das müsst ihr ändern. They didn't mind there being a phrase, they just wanted it said differently. Sie hatten kein Problem damit, dass eine solche Aussage über Jesus steht. Sie wollten nur einfach, dass das anders ausgedrückt wird. Do you want to know why? Wisst ihr warum? Let me show you the Hebrew. Ich möchte euch das Hebräische dafür zeigen. In Hebrew, it said Yeshua, Im Hebräischen heißt es Jeschua, Hanazaret Hanetzaret of Nazareth, von Nazareth, Vihamelech, Behamelech, which means then the king, das heißt und der König of the Jews, der Juden, HaYehudim. HaYehudin. So you have the Yod, He, Vav, He as the first letter of every word. Also hast du das Jod, He, Vav, He von als ersten Buchstaben eines jeden Wortes. So they're going, change it, change it. Also haben sie gesagt, veränder das bloß, veränder das bloß. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus von Nazareth, König der Juden. That's how it's in Hebrew. So sieht es in Hebräisch dann aus. He's the Yod, He, Vav, He. Ist das Jod, He, Vav, He. Now during Passover, like I said, there would be, 2.5 million Jews there. Während Passover, wie ich gerade schon erwähnt habe, sind so 2,5 Millionen Juden vor Ort. And it was to be a time of great joy. Und es sollte eine Zeit der großen Freude sein. Now, as I was saying, where is all that blood going to go? Wo ich, wie ich schon die Frage gestellt habe, wo fließt dieses ganze Blut hin? Go ahead and read this. Lest es mal. 250.000 Lämmer mit 1 Liter pro Lamm. 250.000 Liter Blut entspricht 1,25 bis 200 Liter Fässern. 1250 bis 200 Liter Fässern. Here's where it would go. Hier ist, wie es aussehen würde. Underneath the temple, Unter dem Tempel, if you'll notice, the temple faced east. wenn du siehst, dass der Tempel in Richtung Osten aufgebaut ist, South is all downhill. Süden geht es immer bergab. Here's where the dung gate was out of the city, where all the sewer refuse went. Und das ist, wo dieses Tor war, wo der ganze Müll und auch der flüssige Müll, also Sewage, rausfließt. And down here is the Hinnom Valley, or the Valley of Blood. Und hier unten ist das Hinnom Valley, das heißt auch Tal des Blutes. And they had these giant, like aqueducts under the ground that would, all that blood would go like a river flowing down south to the Valley of Blood. Und die hatten so ein unterirdisches System, dass das in die Richtung abfließen könnte, bis es in das Tal kommt. And under the temple, they had giant water cisterns holding like 10,000 gallons of water. Und unter dem Tempel hatten sie große Wasserbehältnisse, die sehr viel Wasser aufnehmen konnten. They would release that water, and so there would be a giant river of water and blood flowing down the right side of the temple into the Valley of Blood every Passover. Dann haben sie zum Passover dieses Wasser ausfließen lassen, sodass das Blut regelrecht ausgespült wird durch die Wassermassen. Also hat man Wasser und Blut, was da runterströmt. So here's the Kidron Valley between the Mount of Olives and the temple. Hier ist dieses Kidron-Tal zwischen dem Tempel und zwischen den Bergen. This was the Tyropian Valley. Das ist das Tiropiental. And here's the Hinnom Valley. Und hier ist das Hinnom Valley. Or Valley of Blood. Tal des Blutes oder Hinnom-Tal. Now, the Father, you have Yeshua is the Son and God's the Father. Jeschua ist der Sohn und Gott ist der Vater. The Father is in the Holy of Holies. Der Vater ist im Allerheiligsten.
facing east. Und er schaut in Richtung Osten. So the south side is his right side. Also ist die südliche Seite des Tempels seine rechte. So at the same moment, the water and the blood was flowing from the son's right side. A river of blood and water could be seen flowing from the father's right side. Zu der gleichen Zeit, wo sichtbar war, dass von Jesu Seite, die aufgeschlitzt wurde, Wasser und Blut rausströmte, konnte man auch diesen Bach von Wasser und Blut sehen, was den Berg hinunterfließt, auch zur Rechten des Tempels. Now in Judaism, Im Judaismus they have a ritual called Korea. haben sie ein Ritual, das heißt Keria. Here's an ancient painting of Jacob rending his garment when he thought his son Joseph had died. Hier ist ein altes Gemälde von Jakob, als er dachte, von dem Vater, als er dachte, sein Sohn wäre gestorben. And the rending of the garment is to reveal a broken heart. Der zerreißt sein Gewand und das ist ein Bild dafür, dass es heißt, es bricht sein Herz. This is a ritual within the Hebrew context. Und es ist wirklich ein Ritual, das mit Leid und Trauer zu tun hat in den jüdischen Gebräuchen. So what do we see next? Was wir als nächstes sehen, The father rends his garment, revealing his broken heart over the death of his son. der Vater zerreißt sein Gewand über seinen Herzen, was dafür steht, dass er Leid trägt an den Tod seines Sohnes. Der Vorhang im Tempel. This is, to me, when you understand the Hebrew context, it has greater depth of meaning to these things. Wenn man den Zusammenhang von dem jüdischen Hintergrund versteht, bekommt es viel tiefere und größere Bedeutung. So now, Jetzt let's go to the Feast of First Fruits. schauen wir uns das Fest der Erstfrüchtliche an oder der Ernte. Go ahead. Levitikus 23,11. Da soll die Gabe gewebt werden vor Jahwe, dass es von euch angenehm sei. Solches aber soll der Priester tun am Tag nach dem Schabbat. Yeah, just 1 second. So here we see, on the day after the Sabbath, they were to wave a first fruits offering before the Lord. Da heißt es dann, dass sie nach dem gestrigen Tag dieses Opfer hochgeben sollen von den Erstlingsfrüchten. And they were doing this every year for 1,500 years. Und das haben sie jedes Jahr gemacht, 1500 Jahre lang. As a dress rehearsal. So wie eine Generalprobe. So now read Matthew 28:1. Und jetzt haben wir Matthäus 28,1 dagegen. Als aber der Sabbat war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria an, das Grab zu besehen. And you remember Yeshua said, "Don't touch me, I have yet to ascend to the Father." Und ihr erinnert euch daran, dass Yeshua sagt, rührt mich nicht an, ich muss erst zum Vater auffahren. Because that very day he had to ascend to the heavenly temple and present himself as the first fruits offering. Weil er an dem Tag sich aufmachen musste zum himmlischen Tempel, um sich selbst darzubringen als Opfer der Erstlingsgabe. And then a few days later, everyone was hugging him and grabbing him, and it was fine. Und einige Tage später konnte ihn jeder anfassen und berühren und das war völlig in Ordnung. So here he filled the feast of first fruits on first fruits. Hier erfüllt er die Voraussetzung von diesem Tag der Erstlingsfrüchte und er bringt es selber. Then that leads us to the next feast. Das leitet uns zum nächsten Fest. They have what is called the counting of the Omer. Sie haben das, was die zählen die 50 Tage ab bis zum nächsten Fest, das Oma zählen. They were commanded to count 49 days till the next divine appointment. Sie mussten 49 Tage abzählen, bis dann der nächste göttlich festgelegte Festpunkt kommt. And the next divine appointment was Shavuot or Pentecost. Und das nächste war dann Shavuot oder eben Pfingsten. Nach 50 Tagen. And most people don't realize the Jews were commanded to keep the feast of Pentecost. Und vielen Christen ist nicht bewusst, dass den Juden aufgetragen war, dieses Pfingstfest jedes Jahr zu feiern. But here's where they were commanded. Und das ist aber, was ihnen gesagt wurde im 5. Mose 16,16. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, unter dir vor Jahwe, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die Jahwe erwählen wird. Aufs Fest der ungesäuerten Brote, aufs Fest der Wochen und aufs Fest der Laubhütten. Und sie sollen nicht leer vor Jahwe erscheinen. And so that's why in the book of Acts,
all those Jews were there for the Feast of Pentecost. Deswegen waren dann zu Pfingsten in Jerusalem all die Juden